Neues Wohngeld für Rentner und weitere Personenkreise. Wie und wo kann ich Wohngeld beantragen? Ab wann habe ich überhaupt Anspruch auf einen Mietzuschuss oder Lastenzuschuss? Und was hat es mit diesen Mietstufen auf sich? Was ist mit dem Heizkostenzuschuss? Diese Fragen werden immer wieder gestellt. Antworten gibt es in diesem Video. Mit der am 25.11.2022 beschlossenen Wohngeldreform wurde das Wohngeld Plus eingeführt. Anspruch haben Haushalte, die zwar keine Sozialleistungen beziehen, dennoch aber wenig Geld haben. Das betrifft unter anderem Rentner mit einer geringen Rente und auch Arbeitnehmer, die nur den Mindestlohn haben. Also diese 12 Euro pro Stunde. Das Wohngeld wurde übrigens erstmalig 1965 mit dem Wohngeldgesetz beschlossen. Diese Sozialleistung gibt es also schon seit über 50 Jahren. Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss und wird als Mietzuschuss für Mieter einer Mietwohnung gezahlt, aber auch als Lastenzuschuss für Eigentümer einer selbstbewohnten Immobilie. Auch Personen, die Untermieter einer Wohnung sind, haben grundsätzlich Anspruch. Anspruchsberechtigt sind Menschen, die arbeiten gehen, Rentner, Bezieher von Arbeitslosengeld I und Kurzarbeitergeld und nicht genug Einkommen haben. Menschen, die Bürgergeld oder Sozialhilfe beziehen, haben keinen Anspruch auf Wohngeld. Der Anspruch auf Wohngeld hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel die Höhe des Einkommens, die Anzahl der Haushaltsmitglieder, die Höhe der Miete bzw. der monatlichen Belastung bei Wohneigentum. Aber eine einfache Formel zur Berechnung des Wohngeldanspruchs gibt es leider nicht. Wir haben hier wieder mal ein weiteres Bürokratiemonster. Bisher hatten etwa 600.000 Menschen Anspruch auf Wohngeld. Durch das Wohngeld Plus erhöht sich dieser Personenkreis im Jahr 2023 auf rund 2 Millionen schätzungsweise. Die Bundesregierung geht also von einer guten Verdreifachung anspruchsberechtigter Bürger aus. Wie und wo kann ich Wohngeld beantragen? Also das ist wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das Wohngeld muss bei der zuständigen Wohngeldbehörde beantragt werden. Dort gibt es auch die Anträge. Einige Bundesländer bieten auch Wohngeldrechner an. Nach der Eingabe der Daten kann man den Antrag auf Wohngeld gleich online versenden. Also das ist aber wie gesagt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Andere Bundesländer vergeben auch Online-Termine. Und hier noch ein wichtiger Hinweis. Empfänger von Grundsicherung haben keinen Anspruch auf Wohngeld. Sie bekommen ihre Wohn- und Heizkosten in einem angemessenen Umfang vom Sozialamt bezahlt. Das gilt auch für Empfänger vom Bürgergeld. Ich hatte das bereits anfangs schon erwähnt. Es gibt zahlreiche Wohngeldrechner im Netz. Damit kann man grob überschlagen, ob man einen Anspruch hat. Auf der Seite des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gibt es einen neuen Wohngeldrechner, der seit dem 01.01.2023 gültig ist. Für die Berechnung des Wohngelds ist das monatliche Gesamteinkommen, also die Summe der monatlichen Nettoeinkünfte abzüglich etwaiger Freibeträge und Unterhaltspflichten aller für das Wohngeld zu berücksichtigten Haushaltsmitglieder zu berechnen. Man kann auch bei Google Wohngeldrechner und das Land eingeben oder für Hamburg www.hamburg.de/Wohngeld. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal stellvertretend Beispiele für das Land Brandenburg, Hamburg und Bayern zusammengetragen. 4 Beispiele zeigen: ein Haushaltsmitglied, also alles die gleichen Voraussetzungen. Ein Personenhaushalt, also ein Haushaltsmitglied, 1.200 Euro Nettorente, normal gesetzlich krankenversichert und 700 Euro Kaltmiete. Wie bereits erwähnt, dienen diese Wohngeldrechner nur zur groben Orientierung. Hier haben wir mal den Rechner für das Land Brandenburg. Hier sehen wir die Bruttokaltmiete, 700 Euro, ein Haushaltsmitglied, Einkommen 1.200 Euro und krankenversichert.
Einkommenssteuer und Rentenversicherung werden nicht bezahlt. Und hier im Land Brandenburg haben wir die Mietstufe 4. Das bedeutet, dass es ein Wohngeld von 217 € gibt. Das nächste Beispiel ist Hamburg. Gleiche Bedingungen alles, aber wir haben hier Mietstufe 6. Die ist natürlich höher und da würde das Wohngeld 270 € betragen. So, dann haben wir als nächstes Bayern. Und Bayern habe ich hier mal ein Dorf in der Nähe von Nürnberg ausgewählt. Hier haben wir die Mietstufe 2 und da gibt es nur 165 €. Ist man jetzt Heimbewohner, dann gibt man bei Kaltmiete ein H ein, also bei diesen Rechnern hier auf jeden Fall. Und auch als Heimbewohner hat man durchaus Anspruch auf Wohngeld. Wenn man das hier mal vergleicht, wird deutlich sichtbar, dass es wirklich nicht so einfach ist. Also trotz gleicher Ausgangsbasis gibt es noch lange nicht das gleiche Wohngeld. Wir haben hier die Mietstufen 4, 6 und 2. Bei der 2 gibt es niedrigste Wohngeld und bei der Mietstufe 6, die ist höher als die 2 und die 4, gibt es das höchste Wohngeld. Der Antrag. Ich wohne im Land Brandenburg, also habe ich einen Antrag vom Land Brandenburg mal hier stellvertretend aufgeführt. Und dem Antrag auf Wohngeld oder Lastenzuschuss, es steht oben, Wohngeld oder Lastenzuschuss, sind Nachweise beizufügen. Das sind zum Beispiel natürlich alle Einkommensnachweise, Verdienstbescheinigungen und so weiter. Also es müssen alle Einkünfte einzeln erfasst werden. Zum Beispiel Lohn, Gehalt, in- und ausländische Renten, Arbeitslosengeld 1, Krankengeld, Elterngeld, BAföG, auch Zinsen aus Kapitalvermögen, Unterhaltsleistungen, Abfindungen, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Sonstige Leistungen, man braucht natürlich eine aktuelle Meldebescheinigung. Man benötigt Nachweise und Rechnungen über Kinderbetreuungskosten, Nachweise über Unterhalt, Nachweise über Schwerbehinderung und gegebenenfalls häusliche Pflegebedürftigkeit, Versicherungspolisen für private Kranken- oder Rentenversicherung mit Zahlungsnachweisen, Angaben zum Vermögen, Eigentumsnachweis, gegebenenfalls auch den Grundbuchauszug, einen Grundsteuerbescheid, Fremdmittelbescheinigung, Nachweis über Verwaltungsgebühren, Verwaltungsaufwand, also bei Eigentumswohnungen, Nachweis über Untervermietung und sonstige Überlassungen. Also es ist schon ein bisschen Arbeit. Für schwerbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von 100 oder von unter 100 bei Pflegebedürftigkeit im Sinne des § 14 des 11. Sozialgesetzbuches und gleichzeitiger häuslicher oder teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege werden bei der Ermittlung des Gesamteinkommens Freibeträge nach § 17 Nummer 1 des Wohngeldgesetzes abgesetzt. Pflegegeld zählt nicht zum Einkommen und mindert damit nicht das Wohngeld. Der Heizkostenzuschuss. Anspruch auf den Heizkostenzuschuss haben Menschen, die Wohngeld beziehen. Also zwingende Voraussetzung ist der Bezug von Wohngeld, um einen Heizkostenzuschuss monatlich zu bekommen. Er wird jetzt dauerhaft gewährt. Es ist die sogenannte Heizkostenkomponente, hat bestimmt schon der eine oder andere gehört. Wie sieht es mit Rückforderung aus? Also in der Regel wird Wohngeld für 12 Monate gewährt und wird jeden Monat in gleichbleibender Höhe gezahlt. Sollte künftig mal eine Überzahlung vorliegen, muss das zu viel gezahlte Wohngeld nicht zurückgezahlt werden, wenn es lediglich 50 € beträgt. Gibt es Änderungen bei den Kosten oder dem Einkommen, die einen bestimmten Betrag überschreiten, dieser Betrag, der steht in der Regel im Bescheid, muss man das Amt informieren und es erfolgt eine Neuberechnung. Bisher wurde Wohngeld neu berechnet, wenn sich das Einkommen um mehr als 15% verringert oder die Miete um mehr als 15% erhöht hatte. Künftig erfolgt eine Neuberechnung bereits bei Änderungen um die 10%, also von nur 10%.
Wie sieht es mit der Bearbeitungsdauer aus? Also aufgrund der Änderung des Wohngeldgesetzes wird mit einem deutlichen Anstieg der Antragszahlen gerechnet. Die Antragsbearbeitung wird sich voraussichtlich spürbar verlängern. Ich hatte ja gesagt, dass man mit einer Verdreifachung der Anträge rechnet und dann ist eben auch der Verwaltungsaufwand entsprechend hoch. Qualifiziertes Personal für die Bearbeitung der Anträge fehlt fast überall. Anfragen zum Bearbeitungsstand sollten unterlassen werden, weil diese nur zu weiteren Verzögerungen führen. Grundsätzlich hat der Gesetzgeber die Möglichkeit eingeführt, einen Vorschuss zu gewähren, aber aufgrund der notwendigen Prüfungsschritte wird davon zunächst kein Gebrauch gemacht. Habt ihr euch schon über die 10 wichtigen Änderungen für 2023 informiert? Nein, noch nicht? Dann schaut gleich mal rein.